Schönen guten Tag, hier ist wieder der Klamautermann und wir machen diesmal nicht ganz da weiter, wo wir aufgehört haben. Ich habe nämlich die Zeit genutzt, um ein bisschen das Beispielterrain auf Vordermann zu bringen, damit wir etwas praxisbezogener weitermachen können und nicht nur sinnlos Zeug in leere Landschaften schieben. Heute geht es nämlich um das Setzen von Objekten. Das Ding, was man hier sieht, soll mal ein See werden mit einer Insel darin. Und wenn ich jetzt das Ganze mit Objekten versehen möchte, ist der erste Schritt, Groups und Layer anzulegen. Also Area Lake. Und ich möchte anfangen mit einer Brücke. Deshalb gibt es ein Layer Bridge. Man muss natürlich nicht für jedes Objekt eine einzelne Ebene anlegen, das wäre auch sinnlos. Ich teile das immer in kleinere Bereiche auf. Und das wird jetzt eben der Bereich um die Brücke herum. So, um jetzt ein Objekt zu setzen, müssen wir als erstes in den Asset Browser gehen. Die ganzen Objekte gibt es hier bei Environment Levels. Jetzt gibt es hier noch verschiedene Unterordner. Bei Architecture findet man natürlich vor allem Gebäude. Hier bei den Terrain Surroundings gibt es viele Felsen und solche Sachen. Was haben wir noch? Hier Vegetation, sollte klar sein. Wenn man da ein bisschen mitgearbeitet hat, findet man sich gut zurecht und findet dann auch relativ schnell die Objekte, die man haben möchte. Solange man sich nicht auskennt oder wenn man wirklich etwas Bestimmtes sucht, empfiehlt sich die Suche hier oben, die ist nämlich äußerst praktisch. Ich setze den Filter auf Mesh, weil ich nur Meshes angezeigt haben möchte, und gebe ein Bridge. Ich wähle diese Brücke aus und ziehe die einfach auf die Welt. Dann öffnet sich hier dieses Ding, wo man auswählen kann: Mesh, Static Mesh, Impostor Mesh. Impostor Mesh braucht man nicht, das ist irgendwie ein Relikt aus der Entwicklung der Engine. Static Mesh heißt Mesh mit Kollision, nur Mesh hat keine, deshalb nehme ich Static Mesh. Jetzt hängt die Brücke hier irgendwie drin, deshalb klicke ich sie an, gehe auf Rotate, drehe sie zurecht, dann auf Move, bewege sie an die richtige Stelle und mir fällt auf, erstens ist sie noch nicht richtig gedreht und zweitens kann ich sie auch nicht ganz so drehen, wie ich möchte, weil er immer so große Sprünge macht. Das kann man hier oben festlegen. Da kann man sagen, in wie viel Grad Schritten das Ganze vonstatten gehen soll. Ich nehme mal 5, das reicht meistens aus. Hier links daneben kann man das Ganze auch für Move machen, wo natürlich nicht der Winkel dann festgelegt wird, sondern der kleinstmögliche Abstand. Was noch vielleicht interessant ist, sieht man vor allem bei Move gut, hier die Achsen verlaufen entlang der Weltachsen. Das heißt, wenn ich jetzt die Brücke von der Brücke aus gesehen nach vorne oder hinten schieben will, muss ich hier auf dieses Mittelding gehen und das dann so ein bisschen nach Gefühl machen. Ganz gerade klappt aber das schwer. Mit Steuerung Z kann man Änderungen immer rückgängig machen. So, wenn ich jetzt hier auf Local umschalte, dann wird das Koordinatensystem dieses Objektes genutzt. Das heißt, wenn das vernünftig erstellt wurde, kann man dann so ganz bequem entlang dieser einen Achse das Teil verschieben. So, ich sehe aber, es ist einfach zu kurz, passt nicht. Deshalb Scale und die Brücke ein bisschen größer machen. Jetzt brauche ich natürlich noch eine Aufhängung für die Brücke und da lohnt es sich schon wieder, dass ich eine eigene Ebene dafür angelegt habe, weil jetzt doch noch mehrere Objekte dazukommen. Dann nehme ich dieses Teil hier und drehe das zurecht. So, jetzt bin ich mit der Platzierung von diesem Ding zufrieden. Und weil ich das gleiche Teil auf der anderen Seite auch nochmal brauche, mache ich Rechtsklick, Copy, gehe rüber, Rechtsklick und sehe, irgendwie fehlt mir das Paste hier. Das liegt an dem Bug, den ich schon mal erwähnt habe. Ich habe nämlich World Environment aufgelassen. Also mache ich World Environment aus, mache den ganzen Spaß nochmal, Rechtsklick, Copy, Rechtsklick, Paste hier und schon funktioniert es. So, jetzt ist die Brücke fertig und im Prinzip funktioniert das auch so mit allen anderen Objekten, die es gibt. Reinziehen, richtig positionieren, eventuell skalieren und die Sache ist geritzt. Jetzt ist es immer ein bisschen schwierig, das Ganze so von außen zu sehen und das auch mit den Größenverhältnissen einzuschätzen.
Deshalb wird es mal Zeit, dass wir in dieser Welt auch mal herumlaufen können. Dafür brauchen wir eine Area. Wenn wir Areas setzen wollen, Steuerung Alt F und Areas aktivieren, damit wir sie auch sehen. Dann gehe ich mal hier hin, gehe zu Environment und hier lege ich eine Ebene an, Path Areas. So heißen nämlich die Dinger, die man braucht, um darin rumlaufen zu können. Rechtsklick, Navigation, Add Path Area. Diese rosanen Dinger sind es. Die wird jetzt größer gemacht. Bei den Path Areas ist es wichtig, die müssen immer ein bisschen im Boden stecken, damit sie funktionieren. Sonst klappt das nämlich nicht. Deshalb ruhig großzügig sein. Besser zu viel als zu wenig. Es ist außerdem wichtig, dass man diese Path Areas nicht zu groß macht. Dann kann es nämlich sein, dass sie einfach nicht mehr funktionieren. Das merkt man daran, dass man unter das Terrain laufen kann, durch Objekte durch, in der Luft schwebt oder sonst was, dann ist wahrscheinlich diese Area zu groß. Das hier ist jetzt schon ziemlich gewagt von mir, aber ich probiere es einfach mal. Und da die Teile nur funktionieren, wenn sie klein genug sind, so 10 bis 15 Meter Kantenlänge sollte auf jeden Fall funktionieren, muss man ganz viele davon erstellen und die nebeneinander staffeln. Ich klappe mal diese Ebene hier aus, dann wird hier das Objekt Path Area 0 angezeigt. Man kann nämlich Objekte auch hier aus der Liste auswählen und kopieren. Jetzt füge ich die ein, platziere sie wieder richtig. Sagen wir mal hier hin, dass man da rumlaufen kann. So, und die müssen sich immer ein bisschen überschneiden, weil man kann wirklich nur innerhalb dieser Path Areas laufen. Bevor das aber geht, müssen wir noch eins tun, nämlich das Kollisionsmesh berechnen lassen. Dafür gehen wir auf Tools, Navigation Mesh. Wenn man da zum ersten Mal drauf geht, kommt hier so eine Meldung, es ist irgendwie keine Path Layer oder sowas in der Welt. Da muss man auf Ja klicken und dann ist alles in Ordnung. So, jetzt machen wir hier der Reihe nach. Wir wollen alle Areas auf einmal berechnen lassen. Deshalb Select All und jetzt hier die drei einfach der Reihe nach Collect, Generate und am Ende nochmal Filter, auch wenn ich nicht genau weiß, was Filter macht. So, jetzt sollte es funktionieren. Um ins Spiel dann reinzukommen, müssen wir nah an den Boden dran. Wenn man zu weit weg ist vom Boden, spawnt man in einer Ecke der Welt und kann dann da nicht laufen, deshalb immer schön nah ran. Und wir wollen jetzt einfach nur rumlaufen, deshalb hier diesen Button. Dann lädt es ein bisschen und schon sind wir drin und können einfach wie gewohnt laufen. Mal gucken, ob hier die Kollision fürs Terrain richtig berechnet wurde. Das sieht ganz vernünftig aus, auch wenn es ein bisschen ruckelt, weil ich gerade aufnehme. So, man könnte jetzt hier drin auch schon komplett spielen und kämpfen, aber wollen wir nicht. Wir wollen nur mal uns einen Überblick verschaffen. Eine Sache wollte ich zeigen, nämlich diese hier. Man kann zwar wunderbar hier gegenlaufen, das wurde richtig berechnet, aber man kann einfach nicht drüber laufen. Um das zu fixen, gehen wir wieder raus aus dem Spiel, Escape drücken, hier auf Exit, dann sind wir wieder wie gewohnt im Editor. So, das Problem war jetzt folgendes, ich blende gerade die Areas aus, die nerven. Wenn wir hier so ein Mesh anklicken, was wir gesetzt haben, und dann auf Properties gehen, da sind alle Eigenschaften von diesem Objekt. Was uns interessiert, ist hier Path Engine Collision Type. Das steht nämlich auf PEC Static. Das bedeutet, es ist ein festes Mesh und hat Kollision. Wenn wir aber auch darüber laufen wollen, müssen wir es auf Static Walkable stellen. Das machen wir hier bei allen, weil wir wollen ja über alle laufen. So, erledigt. Speichern. Jetzt wieder Navigation Mesh. Muss natürlich neu berechnet werden. Das passt sich nicht dynamisch an. Muss man immer wieder machen. Irgendwo hin. Geralt spawnen. Und der große Moment. Tada! Wir können über die Brücke laufen. Hier klappt es nicht. Ja, wahrscheinlich ist da noch der Abstand zum Boden zu groß. Da müssen wir gleich nochmal nacharbeiten. Aber im Prinzip sieht man, jetzt kann man auch drüber laufen. Soweit, so gut.
Eine Sache möchte ich noch demonstrieren. Und zwar möchte ich, dass hier auf diesem Inselberg ein Haus steht. Und vorhin bei der Brücke habe ich ja hier im Asset Browser den Filter auf Mesh eingestellt. Aber manchmal braucht man keine Meshes, sondern Entity Templates. Ich bin hier bei Architecture drin, gehe zu Port Buildings und dann Port Village. Genau, hier sind sie, die Entity Templates. Warum das keine Meshes sind, zeige ich am besten, indem ich hier einfach einen Doppelklick drauf mache. Diese Häuser, und es gibt noch einige andere Dinge, sind modular aufgebaut. Das heißt, es gibt verschiedene Teile, aus denen die zusammengesetzt sind. Hier zum Beispiel den Innenteil, diese Steinumrandung und die Wände mit Dach sind jeweils einzelne Teile. Das haben die gemacht, um die Dinger untereinander variieren zu können. Und wenn man diese Dinger nicht von Hand zusammensetzen möchte, was sehr lästig ist, nimmt man diese Entity Templates, wo das Ganze schon gemacht ist. Bevor ich das reinziehe, wieder eine richtige Group erstellen. Haus. Dann nochmal eine Ebene namens Haus und für die Zukunft schon mal eine Ebene für innen. Haus auswählen und einfach reinziehen. Wunderbar. Ein bisschen platzieren. Man kann einen Snap einschalten. Hier. Wenn man nämlich Snap to Terrain macht, sieht man, passt sich das Ding automatisch in der Höhe am Terrain an. Und wenn ich das jetzt hier so bewege, sieht man, okay, auf der Seite sieht man es besser, dann bleibt es immer so, dass es auf der Höhe vom Terrain ist. Das kann manchmal ganz praktisch sein. Wenn man hier auf Snap to All stellt, bleibt es auch an anderen Objekten haften, sozusagen. So, das drehe ich jetzt nochmal ein bisschen, aber da muss ich, glaube ich, auch nochmal nach dem Terrain gucken, dass das Haus richtig drin steht. Was wir aber hier schön sehen können, dieses Haus wirft einen Schatten. Diese Brücke wirft nicht so richtig einen Schatten. Man muss nämlich bei den einzelnen Ebenen nochmal festlegen, dass die einen Schatten werfen sollen. Und das macht man ganz leicht, indem man die Ebene wählt und Rechtsklick Add Shadows to Layer. Und man sieht, dann sind hier unten die Schatten erschienen. Noch leichter kann man es sich machen, wenn man einfach auf World geht und Add Shadows to Group macht. Dann kriegt alles Schatten, was irgendwie drin ist. Das muss man nur einmal machen. Das wird dann auch gespeichert. Sollte man aber nicht unbedingt vergessen, auch wenn es manchmal nicht direkt auffällt. Am Ende sieht es doof aus, wenn man irgendwie ein Objekt drin hat, was keine Schatten wirft. So, damit sind wir auch wieder am Ende für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nächstes Mal geht's weiter mit Vegetation.